Meine Frau hat immer gesagt, wenn du einen Motorradführerschein machst, kommt wirklich nur was, in Anführungsstrichen, Entspanntes in die Garage, was du fährst. Und das war dann natürlich erstmal nur eine Harley. Ne? Natürlich träumt jeder irgendwie von einer Harley, irgendwie auf irgendeiner Landstraße gemütlich auf einer Harley zu sitzen und dann entspannt den Sonnenuntergang irgendwie zu genießen. Ja, und so ist das dann auch irgendwie gekommen. Ein bisschen hat meine Frau da Schuld. Ne? Ja, moin, ich bin Christian, 42 Jahre, komme aus Hamburg und fahre eine Harley Road Glide. Sauerkrauts. The authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Also die Maschine war komplett neu. Die habe ich komplett als Neufahrzeug mit 0 Kilometern bei einem Harley-Händler in Kiel gekauft und habe meine alte Maschine in Zahlung gegeben und ein bisschen Geld oben drauf getan und dann ja, kam eine ganz neue Road Glide. Das Witzige war, dass ich die in einer Sonderfarbe bestellt habe. In einem, ich weiß gar nicht, wie der Lila-Ton heißt, aber es war ein mattes Lila. Habe extra noch diese Sonderfarbe-Bestellung ausgeführt und die waren keine 2 Monate, da war die auseinandergebaut und lag beim Lackierer. So, und dann ging es los. Neue Farbe, ein bisschen hier, ein bisschen da. Es ist jetzt noch nicht so viel dran gemacht, das muss man ganz sagen. Also es sieht relativ original aus. Der Lack macht bei so einer Maschine natürlich viel aus, weil viel Fläche und damit muss man halt dann so ein bisschen punkten bei so einer Maschine. Ne? Wir haben vorne die Felgen, sind eigentlich Aluminiumfelgen, die mit Schwarz und dieses Gefräste eigentlich sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt. Contrast Cut. Die habe ich schwarz machen lassen. Wir haben andere Reifen drauf machen lassen. Ich habe eine große Bremsscheibenanlage drauf machen lassen oder selber gemacht, besser gesagt. 330 mm Rix-Anlage, genauso wie der Lenker. Das ist beides von Rix Motorcycle. Dann haben wir hier vorne einen Carbon-Fender, der ist auch nicht original. Wir haben vorne die Crashbar angebaut. Mit den passenden farblich abgestimmten Bumpern, eine andere Fußrastenanlage gemacht. Wir haben vorne, wie gesagt, den Lenker umgebaut, andere Hebel, verstellbare Hebel von Rix, andere Griffe, andere Spiegel, komplett anderen Lenker. Das ist eigentlich alles ein Ape-Lenker, ist original drauf. Den haben wir jetzt in so einem Club-Style-Lenker umgebaut. Ja, dann natürlich den Lack komplett verändert. Das war einfarbig und matt in lila. Dann haben wir hinten halt auch eine Crashbar dran gebaut. Wir haben natürlich einen Auspuff, einen Klappenauspuff von Jekyll und Hyde uns anbauen lassen. Ja, dann haben wir hinten einen anderen Kennzeichen von der Firma Kotlin, Sissy Bar, und die Sissy Bar ist jetzt natürlich nicht dran. Wenn ich mit meinem Sohn fahre, dann mache ich da immer noch eine Sissy Bar ran, dass er dann ein bisschen Halt hat, wenn wir fahren, und natürlich einen Gepäckträger. Und ansonsten werde ich demnächst jetzt noch die Sitzbank auf jeden Fall ändern und da wird sich im Motor noch ein bisschen was tun.
Aber das dauert alles noch ein bisschen, genau. Petrolheads, aufgepasst! Zur Sauerkrauts Cap Week bekommt ihr 20% Rabatt auf ausgewählte Caps und Beanies bei uns im Onlineshop. Die Aktion geht nur noch bis Samstag, den 1.8.2026. Also ab in den Shop mit euch und gönnt euch noch diesen fetten Rabatt. Ja, also die Lackierung, da habe ich einen Bekannten, der das für mich zum Glück gemacht hat. Am Anfang war das einfach so eine Schnapsidee. Ich hätte Lust, wie das dann so anfängt. Man redet über irgendeine Idee und zwischendurch, und dann sagte der Lackierer dann so zu mir, ja, alles klar, ich mache dir das, überhaupt kein Problem, alles gut. Und zwischendurch tickert man ja natürlich mal mit ihm. Und dann sagt er irgendwann so, das mache ich nie wieder. Das ist so aufwendig, da muss ja halt jede Linie irgendwie miteinander passen und mittlerweile sind das 16 Lackschichten, die auf dem Bike sind und ja, ich glaube der Lackierer, der braucht jetzt erstmal ein paar Pausen. So ein Projekt macht er jetzt erstmal nicht mehr weiter. Wir haben den Milwaukee 8 Motor, der ist 2018 auf den Markt gekommen. Der ist mit 107 am Anfang rausgekommen, 2018. Mittlerweile gibt es serienmäßig den 121er. Hier haben wir den 117 Kubik-Inch Motor von Harley original verbaut mit knapp über 100 PS serienmäßig und knapp 160 Newtonmetern. So, was zeichnet die natürlich aus? Sie hat natürlich ein paar kleine Staufächer. Dieses Motorrad hat jetzt hier schon USB-Anschluss, USB-C, um das Handy oder auch mal eine GoPro oder so aufzuladen. Das ist ganz nett. Man hat natürlich Boxen, die Glides bzw. die Tourer von Harley, die haben Musik an Bord. Ja, und was die Tourer natürlich ausmacht, sind die Koffer, ne? Dass man natürlich 2 große Koffer dabei hat und damit dann immer schöne Touren machen kann, ne? Viel verstauen kann und richtig Gepäck mitnehmen kann, genau. Das ist alles original, das Windschild, wobei die Scheibe, die ist aus den USA, von Clocks Werk. Ja, die hat eine andere Form, die leitet den Wind noch mal so ein bisschen weiter nach oben ab. Die hat so eine kleine Welle hier drin. Ist auch so ein relativ gutes Zubehörteil, was eigentlich sehr, sehr viele umbauen, um den Wind einfach noch mal ein bisschen anders über den Kopf abzuleiten. Genau. Harley steht natürlich so für Freiheit, für Sound natürlich, für Hubraum, für Krach, für Lärm, sage ich jetzt einfach mal. Die Gemeinschaft ist natürlich auch, finde ich, in der Harley-Szene extrem. Also wie viele Leute ich in den letzten 8 Jahren so kennengelernt habe, das ist schon eine große, große Menge Leute, die man so ja, mit der Zeit kennenlernt. Ja, und es macht einfach Spaß, ne, auf den Treffen. Gemeinsam da irgendwie über das Motorradfahren zu sprechen oder auch auf anderen Veranstaltungen. Das ist schon ganz cool. Die Gemeinschaft eigentlich, ne? Die Community will ich jetzt nicht sagen, aber ja, das gemeinsame Fahren. Ne?
Ja, Harley ist halt immer so ein Traum bei einigen Jungs, bei mir genauso. Fing natürlich schon irgendwann in der Jugend an, dass man natürlich angefangen hat, irgendwie sich für Zweiräder zu interessieren. Dann ging es bei mir irgendwann los mit Zweiräder, also so Roller, Einstieg. 125er habe ich tatsächlich ausgelassen, so diese ganze Klasse. Und bin dann eigentlich zum Auto gekommen. Zeitlang natürlich dann Auto getuned und gemacht und getan. Ich hatte auch einen T4-Bus. Damit bin ich angefangen mit 18, Führerschein gemacht und gleich einen T4-Bus geholt. Mit Multivan-Ausstattung und dann ja, da so in die Tuning-Szene, der Autoszene reingerutscht und bin dann, ja, irgendwann ging es mit Job und Familie dann weiter und so. Und dann bin ich da irgendwie so raus aus der Szene und durch einen guten Freund bin ich dann in die Motorradszene reingerutscht und habe dann genau jetzt vor 10 Jahren angefangen mit dem Führerschein und habe den jetzt seit Mai 2017 tatsächlich den Führerschein gemacht dann. Und seit 2018, Mai 2018, habe ich mir die erste Harley geholt. Erstes Motorrad gewesen, erste Harley. Und die bin ich jetzt knapp 7 Jahre gefahren. Ja, ich hatte vorher die Street Bob. Das war in Anführungsstrichen eine kleinere Maschine oder ist eine kleinere Maschine. In der Baureihe Softail ist das die kleinste Maschine, die es so auf dem Markt gibt. Und wie gesagt, die habe ich komplett von vorne bis hinten umgebaut. Für mich war die so fertig. Ich konnte nichts weiter machen und ich brauchte einfach ein neues Projekt. Ich hatte einfach Lust auf was Neues, was Größeres. Und hauptsächlich war der große Aspekt bei mir, dass ich halt mit meinem Sohn, mittlerweile ist der 13, dass ich mit dem auch das erleben kann, was ich eigentlich so die letzten 6, 7 Jahre erlebt habe, dass ich ihn langsam so in diese Szene beziehungsweise in diesen Harley-Bereich so ein bisschen in das Zweitrad, Motorsport, je nachdem wie man es nennen möchte, einfach mit einbringen möchte. Und das geht natürlich am besten, wenn man mit einer relativ großen Maschine jemanden mitnimmt. Kann man natürlich durch die Koffer auch ein bisschen Gepäck mitnehmen. Man kann über Nacht irgendwo mal bleiben und schöne Touren machen. Also für mich ist die Maschine eigentlich relativ soweit fertig. Natürlich kann man immer kleinere Sachen noch machen. Ich werde jetzt demnächst noch ein Set machen. Anderer Luftfilter wird noch kommen. Aber so im Großen und Ganzen werde ich die eigentlich so erstmal lassen. Genau. Also es gibt natürlich ein Airbyte für vorne und für hinten. Also die Gabel und auch hinten das Heck kann man natürlich absenken und so. Sind natürlich alles so Spielereien. Ne? Das ist so wie beim Auto. Fährt sich beschissen, sage ich jetzt einfach mal, für Show ist geil. Ne? Also das hat schon ein gutes Bild, wenn man die dann irgendwo parkt und erstmal vorne und hinten um 10 cm runterlassen kann. Ich bin eher erfahren, weil ich auch durch meine alte Maschine hatte ich ein Airbyte und das war schon relativ hart. Und wenn man dann, also ich bin jetzt mehr für Touren fahren, genießen, Zeit mit meinem Sohn dann natürlich auch verbringen und von daher, ich sag mal, der Komfort steht ein bisschen höher als die Show. Ich habe hauptsächlich alles selber gemacht. Natürlich, der Lackierer hat natürlich einen ganz, ganz großen Teil für mich gemacht. Aber ansonsten habe ich das alles selbst umgesetzt. Klar, man muss auch sagen, man muss ehrlicherweise sagen, bei dem Projekt ist es natürlich alles relativ Baukastensystem. Also wer ein bisschen schrauben kann, der kann so eine Harley auch selbst ganz gut umbauen. Ne? Mittlerweile, die neuen Modelle, ist es auch halt immer wieder schwierig mit dem TÜV, mit den Gutachten und so. Also von daher kann man sich da an so einem Baukastensystem bedienen und dann muss man halt, hat man die Qual der Wahl, ob man eine rote Raste oder eine blaue Raste oder eine rote Scheibe oder eine blaue Scheibe nimmt. Also von daher ist alles überschaubar. Alles überschaubar. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal.
auch gerne einen Kommentar. Erzählt uns mal, was euer Lieblingsmodell ist, was ihr vielleicht schon umgebaut habt und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.